Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute starten wir bewegt in die neue Woche, denn wir machen Holz. Das machen wir aber nicht hier. Wir gehen gleich runter auf den Acker und schmeißen da mal die Kettensäge an und je suis chaud, ich bin motiviert. Und wir stehen natürlich immer noch hier direkt auf dem Bauernhof und helfen dem lieben Farmer hier. Guten Morgen auch von mir. Während Sadie fleißig ist, werde ich jetzt mal ein bisschen Haushalt machen. Das muss man hier im Van ja meistens 2- bis 3-mal am Tag machen, dass man alles aufräumt. Wir saugen teilweise auch mehrmals hier durch, weil so viel Dreck reinkommt. Und gerade hier auf dem Bauernhof ist es halt noch mehr. Und genau, dem widme ich mich jetzt mal. Und dann werde ich auch endlich mal was essen. Ich habe nämlich noch nichts gefuttert. Hello and welcome back. Die Holz-Action hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht und es war auch sehr erfolgreich. Wir haben uns mittlerweile breit gemacht. Wir können nämlich hier die Waschmaschine benutzen. Und alle, die Vanlife auch leben, wissen, wie geil es ist, wenn man einfach eine normale Waschmaschine benutzen kann. In diesem Sinne gehen wir jetzt hoch, stellen noch eine Waschmaschine an und oben machen wir noch was richtig Geiles mit euch. Aber kommt erstmal mit an den Kühen vorbei durch den schönen Bauernhof hier. Die Kühe sind auf jeden Fall über Winter drin, beziehungsweise der Stall ist ja eigentlich halb offen. Und im Sommer und im Frühjahr sind die ja komplett auf der Weide. Nur, ich glaube, jetzt finden die langsam weniger zu fressen und es wird kälter. Und dann werden die reingeholt. Denen geht's so gut hier, auch den Schweinchen, die haben so ein kleines Waldstück. Das ist einfach so schön. Ja, bin gespannt, was uns gleich erwartet. Da kommt mir. Donc là, on va faire des yaourts avec 3 litres. Wir machen heute Joghurt. Wir haben ca. 3 Liter Frischmilch und davon können wir ca. 20 Gläschen Joghurt machen. Als erstes werden die Gläser vorbereitet. Ça, c'est avec mon côté allemand, je les trie par famille. Die Milch wird nun auf 45 Grad erhitzt und für die Bakterien nehmen wir einfach 2 alte Joghurts. Der Joghurt wurde kurz vorher aus dem Kühlschrank geholt, damit dieser sich an die Raumtemperatur gewöhnen kann. Nun wird langsam die warme Milch mit dem Joghurt verrührt. Aber wirklich langsam, damit der Joghurt keinen thermischen Schock bekommt.
Vorsichtig, vorsichtig. Das war's auch schon mit dem spannendsten Teil, denn jetzt kommt der Joghurt bei 45 Grad für 2 Stunden in den Ofen. Wichtig ist dabei, dass die Deckel nicht ganz zugeschraubt sind. Nach den 2 Stunden bleibt der Joghurt noch für weitere 8 Stunden unberührt im Ofen stehen. Jetzt machen wir weiter mit dem Quark. Für das Rezept brauchen wir einen guten Bio-Quark als Vorreiter und tierisches Lab. Zuerst wird 1 Liter Milch auf 35 Grad erhitzt. Nun werden 10 Tropfen von dem tierischen Lab mit 2 guten Esslöffeln Quark verrührt. Und auch hier macht man dasselbe wie beim Joghurt, um den Quark langsam an die Temperatur zu gewöhnen, um einen thermischen Schock zu vermeiden. Hier gibt man etwas warme Milch zu dem Quark-Lab-Gemisch. Anschließend verrührt man alles miteinander und der Quark wird mit einem Handtuch für 12 Stunden abgedeckt. Und wir machen jetzt gleich noch was Geiles bei dem schönen Wetter und bei den Gegebenheiten hier auf dem Hof. Auf jeden Fall ist es echt ein geiler und bewegter Tag heute. Ist übelst geil, wir haben nämlich jetzt einen frischen Ölwechsel. Wir waren bei der Werkstatt und wir haben es sogar so gemacht, dass wir die Rechnung beglichen haben und einfach zu Fuß zur Werkstatt gegangen sind. Das sind so ungefähr, ja, pipapo, 4 Kilometer. Und ich glaube, wir haben für heute unsere Schritteskala auf jeden Fall übelst gesprengt. Mausi, guck mal, wie viele Schritte wir haben, bitte. Fast 15.000 Schritte. Und das Holz machen wir noch nicht mal da drauf, weil ich da mein Handy nicht dabei hatte. Aber es ist halt schon so, dass wenn wir normal in Deutschland wären, in einem normalen Job wären, es wahrscheinlich schwierig wäre, so kleine Termine einfach zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erledigen, weil man ja doch mit dem Auto schneller und bequemer überall ist. Aber wenn die Zeit da ist, kann ich nur die Motivation aussprechen, einfach mal machen, einfach mal zu Fuß gehen und Bewegung somit in den Alltag integrieren. Aber apropos Bewegung in den Alltag integrieren, das klappt wirklich auch am besten mit kleinen Schritten. Hier ein Beispiel dazu. Ihr müsst ja nicht direkt 4 Kilometer irgendwo hinlatschen, wenn ihr einen Termin habt, aber wir können ja auch, wenn wir einkaufen fahren, mal nicht direkt neben der Supermarkttür parken, sondern einfach mal 50 oder 100 Meter weiter weg. Erstens gibt es dann noch überall Parkplätze. Zweitens ist die Chance viel geringer, dass uns irgendeiner ins Auto fährt. Und drittens sammeln wir jedes Mal ein paar mehr Schritte. Und es kommt zu einer größeren Schritteansammlung. Vor allem, wenn wir langfristig denken. So, ich würde sagen, wir machen den Bus jetzt mal abfahrbereit. Und dann wird er mal schön gekerchert. Der Kercher funktioniert echt super. Die Karre glänzt wieder. Wir haben sogar das Dach oben drauf sauber gemacht. Ja, ich würde sagen. Und das Dachfenster. Erfolgreiche Action. Und das Dachfenster. Und das Dachfenster hält auf jeden Fall dicht. Das ist echt geil. Aber ich habe noch sehr viel Mühe gegeben beim Abdichten. So, aus die Maus. Mickey Maus. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, heute ist das Wetter leider nicht ganz auf unserer Seite. Aber es ist nicht schlimm. Die Laune ist gut. Heute geht es nämlich zum Teil 2. Wir holen auf jeden Fall unsere fertigen Joghurts ab und wir machen den Quark fertig. Ich bin echt mal gespannt. Natürlich, wie immer, nehmen wir euch mit. Und ich würde sagen, gehen wir einen Schritt schneller
Zu viel Wasser ist für die Kamera nämlich auch nicht gut. Ach ja, trotzdem ist es so schön und grün hier überall. Einfach der Wahnsinn. Und jetzt Ende Oktober, Anfang November. Und es sieht aus wie September in Deutschland. So, gehen wir mal heute die Abkürzung hier durch den Hof. Schön an den Kühen vorbei. Da sind sie, die Kühe. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht aufs Maul lege und in guter Allmann-Manier. Natürlich die Schuhe am Start. Ça, c'est le petit lait. Da kommt die Molke raus. So, jetzt wurde hier ganz unspektakulär einfach nur das Ganze gesiebt in dem Handtuch. Und es wird jetzt nochmal ordentlich durchgedrückt. Und fertig ist der Quark. Jetzt darf ich gleich probieren. La meilleure partie du travail. Das Probieren ist immer der beste Teil der Arbeit. Le fromage blanc de monsieur. Merci. Boah, das ist lecker. Delicieux. Der Geschmack ist kräftiger als das, was man kennt. Und auch die Konsistenz ist viel, ja, ist viel cremiger. Ja. Aber ich glaube, das kommt auch von der guten Milch. Ne? Wenn da mehr Fett in der Milch drin ist, wird das allgemein cremiger. Ja. Jetzt haben wir hier richtig lecker ein kleines Glas frischen Quark abgestaubt und 4-mal leckeren Joghurt. Nam, nam. Morgen, mein Schatzi. Quark für dich. Den musst du unbedingt probieren, der ist so geil. Und lecker Joghurt. Oh, boah. Also nach dem Joghurt und Quark machen und abholen heute Morgen ging echt nicht mehr viel in Sachen Bewegung. Außer hier an den YouTube-Videos und Thumbnails fallen und uns fällt so langsam ein bisschen die Decke auf dem Kopf hier im Van. Und wir gehen jetzt spazieren und sammeln dann ein paar Kürbisse ein. Denn wir haben gehört, da hinten oben in den Weinbergen ist so ein Misthaufen, wo übelst viele geile Kürbisse sind. Und ja, fast die letzten Spaziergänge hier am Bauernhof, bevor es dann für uns endlich weitergeht. Anna hat sich auch schon mit allen Tieren angefreundet hier. Kommen die nächsten Homies. Ja. Der hat uns verfolgt bis in die Stadt. 4 Kilometer. Geh! Aber da ist einer, der ist ziemlich Stehst du gut auf deinem so viele Misthaufen? Kürbisse. Hammer. Wie im Schlaraffenland. Wow, der sieht aus wie gemalt. Hammer, ey. Was ist das denn? Richtig geil, aber wir sind so ungefähr 1 oder 2 Wochen zu spät. Weil viele werden schon von irgendwelchen kleinen Tierchen angeknabbert. Und dadurch, dass wir die ja noch 1, 2 Wochen aufheben wollen bei uns im Van, lassen wir die lieber liegen und holen uns jetzt noch die schönen hier raus. Und dann war es das, glaube ich, auch mit der Kürbissaison. Aber wenn das hier so im Misthaufen bleibt,
nächstes Jahr, die Samen bleiben ja da drinnen, gibt es hier wahrscheinlich eine Kürbisexplosion. Ich glaube, es ist aber gut. Die sind nicht drin, die Viecher. Ja, den kann man auf jeden Fall holen. Geil. Haben wir auf jeden Fall 1, 2, 3, 4 Kürbisse noch abgestaubt. Also, Workout gab es leider nicht. Das holen wir aber auf jeden Fall die Tage nach, sodass du am Mittwochabend mitmachen kannst, mit trainieren kannst. Dafür haben wir uns aber bewegt und schön die Kürbisse eingesammelt. Und bevor ich mich endgültig verabschiede, schau doch mal nach, wie viele Schritte du gestern und heute gemacht hast. Bei uns waren es gestern fast 16.000, wir haben 15.700 Schritte gemacht. Heute leider nur 6.000, aber was soll man machen? Die Balance ist wichtig und dadurch, dass wir heute so viel digital gearbeitet haben, sind wir auch über die 6.000 Schritte froh. Nächste Woche geht unsere Reise auf jeden Fall weiter. Das heißt, bleib dabei, bleib gespannt, wo wir denn sein werden. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, bitte abonniere den Kanal, das würde uns sehr freuen. Wenn du einen Kommentar schreibst, freuen wir uns auch sehr gerne und natürlich auch, wenn du einen Daumen hoch klickst und ein Like für uns da lässt. Ja, ich war diese Woche irgendwie öfter hinter der Kamera, weil ich nicht so ganz auf der Höhe war und nicht so gerne vor die Kamera wollte. Aber auch von mir ein Tschüss, bleibt gesund, bleibt fit, bleibt in Bewegung und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut! In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald. Tschaußen!